Hallo zusammen, ich bin Tiana und nachdem ich den Trend 50.000 Mal auf TikTok gesehen habe, habe ich heute zum ersten Mal Glass Painting ausprobiert. Viel Spaß! Herzlich willkommen an meinem Arbeitsplatz. Ich habe hier in Procreate schon mal meine Skizze vorbereitet für das Bild, was ich gleich mit euch umsetzen möchte. Und ich habe mir auch schon so ein bisschen überlegt, wo hier die Schatten sitzen müssen, weil man die ja zuerst einzeichnen muss. Außerdem habe ich noch einen Bilderrahmen gefunden, den ich nicht mehr brauche und da werde ich jetzt gleich das Glas rausholen. Ja, und dann muss ich eigentlich nur noch mein Bild ausdrucken in der richtigen Größe, spiegelverkehrt ausdrucken und dann kann es auch schon losgehen. Spiegelverkehrt ausdrucken ist übrigens deshalb so wichtig, weil man beim Glass Painting ja quasi auf der Rückseite malt und das Bild dann später umdreht. Nachdem ich das Glas aus dem Rahmen geholt habe, habe ich es dann noch ein bisschen sauber gemacht, damit am Ende keine Fingerabdrücke auf dem Bild sind und die Farbe auch gut auf dem Glas hält. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze gerne erstmal mit Posca-Markern probieren möchte. Das sind Marker, mit denen man auf sehr, sehr vielen verschiedenen Oberflächen malen kann und die extrem deckend sind. Mir ist nur leider gerade aufgefallen beim Testen, dass mein weißer Marker leider leer ist. Deswegen werde ich für die weißen Stellen einfach auf Acryl zurückgreifen. Das ist genauso deckend und sollte auch funktionieren. Das muss man dann nur halt mit dem Pinsel auftragen. Aber ja, ich denke, damit sollte das ganz gut funktionieren. Und falls nicht, dann werde ich nochmal komplett auf Acryl zurückgreifen. Als erstes dachte ich, es wäre eine gute Idee, das Glas mit Washi-Tape am Papier festzukleben, damit es nicht verrutscht und man später so eine saubere Kante bekommt. Aber mein Washi-Tape war mir dafür dann doch etwas zu breit und es hat auch nicht so super gut gehalten. Deshalb habe ich das dann direkt wieder abgemacht und einfach gehofft, dass sich das Glas nicht zu sehr verschiebt. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, es hat sich natürlich verschoben. Wenn ihr dünnes Washi-Tape habt, ist es also keine schlechte Idee, das Glas tatsächlich festzukleben. Dann habe ich angefangen mit einem dunkelblauen Posca-Marker erstmal die Outlines von den blauen Flächen zu ziehen und obwohl sich das sehr, sehr satisfying anfühlt, hat man auf dem Glas dann doch deutlich weniger Kontrolle als auf dem Papier, einfach weil die Oberfläche so glatt ist. Das hat es dann etwas schwieriger gemacht, klare und gerade Linien zu ziehen. Hier am Anfang habe ich auch noch versucht, ein Tuch unter meine Hand zu legen, damit ich das Glas nicht verschmiere, aber wie ihr bald sehen werdet, habe ich das dann irgendwann aufgegeben, einfach weil es mir ein bisschen zu umständlich war. Schlauer wäre es hier auf jeden Fall auch gewesen, links mit den Outlines anzufangen und nicht so wie ich in der Mitte, denn so musste ich zwischendurch immer wieder etwas warten, bis die Marker getrocknet waren und ich meine Hand oder das Tuch dann auf die Linien legen konnte. Als nächstes habe ich dann mit so einem Rot-Rosa-Ton für die Haut und die Schleife weitergemacht. Der Marker wollte leider am Anfang nicht ganz so gut decken und deshalb sind dann später einige Linien nicht so super gut rausgekommen. Das seht ihr dann aber gleich noch. Da habe ich dann auch schon angefangen, die ersten Flächen zu schattieren. Hier sieht man jetzt auch ganz gut, wie ich mit der zweiten Farbe über die erste drüber malen kann, weil das Blau von der anderen Seite ja jetzt vorne liegt. Für die weißen Lichtreflexe in den Augen und auch auf den Haaren habe ich dann mit Pinsel und Acrylfarbe gearbeitet und hier einen gleichmäßigen Auftrag hinzubekommen, fand ich deutlich schwieriger als mit den Posca-Markern. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner speziellen Farbe liegt oder daran, dass ich einfach nicht so besonders geübt mit Acryl bin, aber so ein ganzes Bild mit Acryl anmalen stelle ich mir dann doch echt gar nicht so leicht vor. Wenn ihr wollt, dass ich das trotzdem mal ausprobiere, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich bin schon ein bisschen neugierig, wie das dann aussehen würde, beziehungsweise wie gut ich das überhaupt hinbekommen würde. Übrigens kann man sowohl Acryl als auch Posca-Marker mit einem Tuch wieder wegwischen, solange die Farben noch nass sind. Wenn sie trocken sind, dann muss das Tuch vorher ein bisschen nass gemacht werden, aber auch dann klappt das immer noch. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel wegnimmt, weil man mit so einem Tuch natürlich nicht ganz so viel Kontrolle hat wie mit einem Radiergummi. Weil ich dann zu ungeduldig war, um erst die Outlines fertig zu zeichnen, habe ich hier schon angefangen, die dunkelblauen Schattierungen auszumalen, einfach weil ich sehen wollte, wie das Bild mit mehr Farbe wirkt.
Die meisten von euch haben es übrigens wahrscheinlich längst erkannt, aber das Motiv, was ich hier gerade zeichne, ist Kiki aus Kikis kleiner Lieferservice. Das ist definitiv einer meiner liebsten Filme von Studio Ghibli, den ich auch schon wirklich, wirklich oft gesehen habe. Der ganze Film hat eine wunderschöne, friedliche und unbeschwerte Atmosphäre und auch die Musik ist wirklich, wirklich großartig. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr den Film noch nicht kennt, ist er definitiv eine sehr große Empfehlung von mir. Habt ihr einen Lieblingsfilm von Studio Ghibli oder von einem anderen Anime-Studio? Auch das könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Was beim Glasspainting definitiv am meisten Spaß macht, ist, finde ich, das Ausmalen von größeren Flächen. Vor allem, wenn man eine Vorzeichnung gemacht hat und dann nicht so viel darüber nachdenken muss, wo man jetzt genau welche Linie hinsetzt, macht es wirklich Spaß und ist echt entspannt. Vor allem auch deshalb, weil man bei den Flächen, die sich sozusagen ganz hinten befinden, nicht groß aufpassen muss, nicht über den Rand zu malen. Das ist wohl auch der Grund, warum viele Glasspaintings von hinten ziemlich gruselig aussehen. Ich kann jetzt also auf jeden Fall verstehen, warum das auf TikTok so ein großer Trend geworden ist. Übrigens war es eigentlich mein Plan, nur 6 Farben für die Zeichnung zu verwenden. Eine so beschränkte Farbauswahl hilft nämlich sehr gut dabei, dass ein Bild am Ende sehr stimmig und einheitlich wirkt. Weil ich dann aber für den Besen und die Tasche keine Farbe hatte, die so richtig gut gepasst hätte, habe ich dann noch 2 weitere Farben dazu genommen. An dieser Stelle habe ich dann auch die Skizze unter dem Glas weggenommen, damit ich besser sehen konnte, wo noch Farbe gefehlt hat. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass man etwas aufpassen muss, Flächen wirklich komplett auszumalen, denn irgendwie sind zwischendurch immer wieder kleine Lücken entstanden. Die habe ich dann hier gesucht und versucht auszubessern. Alle gefunden habe ich zwar mit Sicherheit nicht, aber zumindest ein bisschen hat das geholfen. Um das zu verhindern, kann man das Bild zwischendurch immer mal wieder gegens Licht halten, dann sieht man nämlich sehr gut, wo noch Stellen frei sind. Das habe ich allerdings leider erst festgestellt, nachdem ich schon fertig war. Schade. Hier seht ihr jetzt noch, wie ich die letzte finale Fläche ausmale und damit sind wir dann auch schon bereit für das finale Reveal. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Von dieser Seite sieht das Ganze jetzt wirklich bescheiden aus. Ich habe ein bisschen Angst, das Ganze umzudrehen, aber wir schauen mal. Oh, okay. Not bad. Es ist nicht ganz so ordentlich, wie ich es mir erhofft hatte. Vor allem die Outlines sind zum Teil wahrscheinlich nicht ganz trocken gewesen. Also hier am Mund und an der Nase sieht man das ganz gut. Da ist es ein bisschen verschmiert. Aber grundsätzlich, für meinen ersten Versuch finde ich das gar nicht so schlecht. Auch wenn ich den Auftrag mit Posca-Markern nicht ganz so gleichmäßig hinbekommen habe, wie ich mir das gern gewünscht hätte, bin ich doch für meinen ersten Versuch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem von weiter weg fällt das Ungleichmäßige auch gar nicht mehr so stark auf und Glasspaintings sind wirklich eine sehr hübsche Dekorationsmöglichkeit. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal Glasspainting ausprobiert? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare und falls ihr eure Bilder auf Instagram postet, dann benutzt gerne den Hashtag #kreativmitchi oder taggt mich auf euren Bildern. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Malen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!